Leute, es ist endlich soweit. Kanal Survival, Folge 1. Das Abenteuer beginnt genau jetzt. Was euch in dieser Folge erwartet? Das volle Programm. Wir machen unser allererstes eigenes Feuer. Wir bauen den ersten Shelter und wir versuchen uns am ersten echten Outdoor-Café vom offenen Feuer. Also, bleibt unbedingt dabei und erlebt mit uns den ersten, hoffentlich erfolgreichen Versuch. Hallo meine Freunde, ja, endlich ist es soweit von Kanal Survival. Die erste Folge zeichnen wir jetzt gerade auf. Leider ist noch nicht alles angekommen, was wir für den Aufbau jetzt hier vorgesehen haben. Also das heißt, die Petromax Kaffeekanne, die wir auf jeden Fall darstellen wollten, ist noch nicht da. Unsere Bushcraft-Messer, Axt, Säge und. Also jede Menge Ausrüstung fehlt noch. Wir hoffen, dass das morgen alles nachgeliefert wird. Aber erstmal die wichtigste Ausrüstung, die haben wir auf jeden Fall mit dabei. Paracord, Tarp. Und wir werden jetzt anfangen hier hinten am Bord unser erstes Mal ein Tarp aufbauen. Mit Paracord hier gegenüber den Bäumen abspannen und ja, dann hoffentlich auch unser erstes Feuerchen machen. Ja, also Leute, Weltpremiere. Das erste Mal, dass ich in meinem Leben außerhalb der Bundeswehrzeit, die ich hatte, ein Tarp auspacke. Ah, das ist ja schön. Jede Menge Leinen mit dabei, Heringe sind mit dabei. Ja, und das Tarp selber, wie ihr seht. Hier ist unser neues Tarp. Satte 3x4 Meter groß, komplett wasserdicht, UV-undurchlässig und dabei ultraleicht mit gerade mal 1 Kilo. Ihr fragt euch vielleicht, warum 3x4 und nicht der Standard 3x3 Meter? Ganz einfach. Wir wollten mehr Komfort. Mit der extra Länge können wir das Tarp bequem auf 1,80 Meter Höhe abspannen. So haben wir im Rücken den perfekten Windschutz und behaltet oben immer noch über 2 Meter Dachfläche, die uns sicher und trocken hält. Also Leute, bei diesen Fulltime-YouTubern, jetzt so Fritz Meinecke und Co., Naturensöhne und wie sie nicht alle heißen, sieht das immer total easy aus, wenn die so ein Shelter oder sowas aufbauen. Ja, die haben das auch schon öfter gemacht. Ne? Ja, ich glaube auch. Die werden das schon öfters gemacht haben wie ich, ja, allerdings. Das war eine Premiere. Bei mir ist es ja absolute Weltpremiere. Und ja, was soll ich sagen, ne? Läuft. Zwar bergab und rückwärts, aber läuft. Vergiss den Asphalt, vergiss die Stadt. Hier draußen wird nicht gefragt. Nur das Wasser, das die Regeln macht. Wenn der Tag in die Nacht ragt. 10 Tonnen Stahl. Ja, wie gesagt, nicht schön, aber einzigartig. Und jetzt ganz ehrlich, wer hat schon mal einen Tarp so im Einsatz gesehen? Also ich noch nicht.
Das hier ist unser allzeit beliebter Tisch, der uns schon sehr, sehr lange begleitet. Genau hier, Naturenbummler. Und ja, begeistert wirklich. Kompakte Maße, gerade am Boot. Für uns ist nicht so wie beim Camping wichtig, welches Gewicht wir haben und so. Aber ihr seht, ich kann mich darauf abstützen und ihr wisst, alle Male, ich bin alles, aber garantiert kein Leichtgewicht. Also von daher, der hält schon gut was und ja, für 4 Personen locker, dass man sich dran setzen kann zum Essen oder so. Ja, Tisch steht, Tarp steht, Stühle stehen. Die ersten Stöckchen sind auch klein gemacht. Und ein Hobo, so nennt man wohl diese kleinen Kocher, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, so ein Campingöfen oder ja, ein Grill kann man dazu schlecht sagen. Also ihr seht schon, ein Hauch von nichts. Und im Gegensatz zu den ganzen anderen tollen Bushcraft-Survival-Kanälen haben wir natürlich erstmal so ein No-Name-Produkt gekauft. Für, glaube 25 € haben wir bezahlt bei Amazon dafür. Einfach mal zu testen. Und das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass wir nicht später mal auf eins der teuren Markenprodukte umspringen. Aber erstmal müssen wir ja mal testen, ob das überhaupt irgendetwas für uns ist. Oder ob wir sagen, ey, absoluter Schrott, haben wir eh keinen Nerv mehr drauf. Von daher, ja, Weltpremiere, das erste Mal einen Hobo zusammenbauen. Ich hatte ihn zwar gestern schon mal ausgepackt und mir grob angeschaut, wie das Ganze funktionieren soll. Also es sind, wie ihr seht, verschiedene Metallplatten, die dann ineinander gesteckt werden müssen. Ja, sollen wir uns mal versuchen, mal gucken, ob wir das zusammen hinbekommen. Also die sind alle 3 gleich. Da ist einer, der ist anders. Dann gibt es noch hier diese Platte. Also diese Platte seht ihr schon an 3 Seiten hier. Hat die diese, ja, nicht Einkerbungen, sondern Auskerbungen, genau andersrum. Und auf der einen Seite ist sie glatt. Ich vermute mal, weil diese Seite jetzt auch anders ist, dass die glatte Seite irgendwo hier mit hinkommen muss. Also ich habe keine Bauanleitung oder sonst irgendwas. Oder ja, wie gesagt, Weltpremiere. Und jeder, der was zum Lachen sucht, ich glaube, der ist jetzt gerade hier total gut aufgehoben, sich das Video einmal anzuschauen. So. Also würde ich mal vermuten, das kommt jetzt hier unten irgendwie mit rein. Ach du Scheiße. Da ist natürlich genau das richtige Frickelgedöns für mich, ne? Ich sage dich. So. Und jetzt kommt das so dann da rein und tada. Wie kriege ich das denn jetzt da? Ach du Scheiße. Passt das? Ah, ja, doch, guck. Zusammengesetzt. Und wenn ich das jetzt recht noch vom Bild im Kopf habe, muss das hier irgendwie so über Kreuz kommen. So, und oh, toll. Das ist natürlich Frickelgedöns. Alles. Ja, ist alles natürlich jetzt auf ein Gewicht und sowas alles gebaut und ja, nichts unbedingt für die Bootsleute, die sich über Gewicht keinen Kopf machen, aber was soll ich sagen? Steht. Hält. Und ja, bereit für das erste Feuer, würde ich sagen, oder? Jupp und die Elemente, das gehört einfach zusammen. Er liebt das Feuer und das Draußensein. Keine Sorge, er ist kein Feuerteufel. Aber er braucht es einfach, mal was Verrücktes zu machen, auszubrechen und die Natur wirklich zu spüren. Geregnet. Von daher ist alles noch ein bisschen hier nass und klamm. Wobei das sind jetzt schon alte Äste und, aber ja, wie gesagt, hat geregnet. Außerdem sind wir hier eh am Wasser, ist es eh alles etwas feuchter, modderiger.
Ja, ich hatte eben schon mal erwähnt, dass noch nicht alle Gegenstände, die wir jetzt so brauchen für den Videodreh, schon da sind. Darunter fehlt auch der Feuerstahl, der jetzt aller Hoffnung nach morgen endlich bei uns hier eintritt. Da ich weise wie ich war, mir gedacht habe, ich finde hier eh keine Birke, bin ich hingegangen und habe mir hier mal so Holzwolle als Anzünder, die man normalerweise für den Grill nutzt, einmal mitgenommen, um das Ganze einmal auszuprobieren. Ich drösel die jetzt mal ein bisschen auf, leg die mal hier in den Hobo rein. Und Schatzi, hast du gleich einmal Feuer für mich? Ich habe noch keinen Feuerstahl hier, der ist noch auf dem Weg zu uns. Ja, ihr hört es gerade schon von der Frau, du hast auch Feuerstahl. Ja, hätte ich gerne. Aber morgen wollen wir das hiermit probieren, mit den Wattepads und dem Feuerstahl. Und schmeiß das Feuerzeug auf den Boden. Ja, tada, tada, tada. Ich mache euch mal ein bisschen mehr den Blick frei hier auf den Hobo. Platz und so ist ja anders. Ne? Kein Licht, nur roher Grund. Die Elemente schreien laut. Wir fahren weiter Stunde um Stunde, wo sich niemand hingetraut. 10 Tonnen Stahl gegen die Flut. Dieselschlag im wilden Blut. So, jetzt wird sich der eine oder andere denken, Mensch, warum macht der nette Herr das Ganze da auf den Tisch, auf so einer Glasplatte? Das hat natürlich auch was mit den rechtlichen Vorschriften hier in den Niederlanden zu tun. Ein Feuer muss so und so weit vom Erdboden weg sein. Es darf keine offene Flamme sein. Also das heißt, ich nutze jetzt nichts, wenn ich mir irgendwie so ein Erdloch mache, ein paar Steine drumherum. Das zählt als offenes Feuer. Also das heißt, es muss in so einem Behältnis drin sein, auch wenn es jetzt hier nur so ein kleiner Hobo ist. Ich hoffe, dass die Dinger Hobo heißen. Oder ich da irgendwelchen Schmuh jetzt schon vor mir gebe, direkt am Anfang. Ja, und die Glasplatte, da ist nur der Isolator sozusagen nach unten, dass ich mir nicht noch den Tisch hier drunter kaputt mache. Da bin ich jetzt mal gespannt und schon sitzt da im Rauch, der nette Herr. Ja, cool. Jetzt will ich mal hoffen, dass das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist schon funny. Ja, normalerweise hatte ich jetzt vor, hier schon meinen Kaffee zu kochen. Habe mir ja extra so eine von Petromax so eine Kaffeekanne bestellt, für übers Feuer Kaffee zu kochen. So à la Texas-Style. Also dann gibt es drin so ein kleines Sieb, wo das Kaffeepulver reinkommt und ja, dann durch das heiße Wasser, was dann da drin zirkuliert, bekommt man dann wohl schön den Kaffee gemacht. Ich habe es jetzt auf ein paar Kanälen schon gesehen, die damit arbeiten. Alter, raucht das Ding. Das Feuer macht so langsam aber sicher genau das, was es soll, nämlich gut brennen. Ich hatte zuerst ein bisschen die Befürchtung, dass das Holz einfach zu nass ist. Ich lege gerade noch mal ein bisschen was nach. So viel Holz habe ich jetzt aber auch nicht. Aber egal. Ja, wo wollte ich an für sich mit los? Ach ja, ein Thema Bootsfahren. Und wir machen ja nicht nur hier solche verrückten Dinger wie ein Tarp am Boot spannen und uns hier bei knapp 7 Grad draußen gut gehen lassen. Nee, wir fahren auch ein bisschen Boot drumherum. Also sind heute von Remont bis hier nach Panhel so roundabout 10, 11 Kilometer jetzt gefahren.
liegen hier in einer kleinen einsamen Bucht. Ja, ist nett hier, wir sind alleine. Kennen wir an für sich während der Saison so gar nicht, weil hier ist immer irgendwie was los, selbst unter der Woche. Aber dieses Jahr haben jetzt draußen 2 Boote nur gelegen, wie wir gesehen haben. Dieses Jahr. Ich gebe einen Bullshit von mir, ne? Ist schon geil. Also viel zum Rausschneiden wieder. Obwohl wir jetzt hier eine schöne Zeit haben wollen. Es ist das erste Mal, dass wir solche verrückten Sachen machen. Und ich muss sagen, es ist genau das Richtige für uns. Es macht nämlich Spaß. Ist total funny und ja, was soll ich sagen? Ich weiß ja nicht, ich muss mir noch ganz viel Blödsinn für heute ausdenken, was ich noch alles mache. Und da drin bin ich gut, glaubt es mir, Leute. Also, bis später. Jetzt wird's ernst. Die Flammen brauchen Nahrung und Jupp zieht los. Quer durch die Wildnis, getrieben von der Suche nach dem besten Holz. Er macht keine halben Sachen. Was er da wieder anschleppt, das müsst ihr sehen. Und wundert euch nicht über Jupps Outfit. Nein, er ist nicht unter die Mönche gegangen. Das ist eine Hoodie-Decke. Sieht im Wald vielleicht wild aus, aber Jupp pfeift auf Mode. Für ihn zählt nur Wärme. Und diese Dinger sind einfach unschlagbar gemütlich. Das ist Kanal Survival, Wildnis Deluxe, 16 Tonnen Stahl und der Fluss als Heimat. Draußen der Rauch, drinnen das Bett, wir machen uns die Finger dreckig, aber nett. Komfort, Buschkraft, leidenlos, das Abenteuer ist verdammt groß. Kein Strom, kein Netz, nur Wind und Zeit. Die Schleuse öffnet, sie ist bereit. Schwarzer Kaffee überm offenen Feuer. Jeder Meter wird zum Abenteuer. Der Hobo brennt, die Funken sprühen. Wir sehen den alten Kessel glühen. Das ist Kanal Survival, Wildnis Deluxe, 16 Tonnen Stahl und der Fluss als Heimat. Draußen der Rauch, drinnen das Bett, wir machen uns die Finger dreckig, aber nett. Komfort, Buschkraft, leidenlos, das Abenteuer ist verdammt groß. Und wenn die Nacht den Kanal verschluckt, liegt das Boot fest vertäubt. Keiner, der zuckt, Sterne spiegeln sich im schwarzen Wasser. Wir sind frei und das Leben wird krasser. Ja, ich könnte an für sich mal was Wasser kochen, oder Leute? Was meint ihr? Soll ich mal was Wasser kochen? Ja, raus. Bin schon neugierig, wie das so funktioniert. Und ob das überhaupt funktioniert. Ja, jetzt haben wir den Wasserkessel auch hier draufstehen. Ich spalte mir gerade hier noch ein bisschen das Holz etwas kleiner. Das ist klein genug. Früher bei der Bundeswehr hatte ich so einen Esbit-Kocher fürs einfach anzumachen und dann darauf Wasser zu kochen mit dem Feldgeschirr da von der Bundeswehr. Aber ich wollte, wie gesagt, einfach mal was Neues ausprobieren, mal gucken, wie das so abläuft, wie das hier so funktioniert. Ob das wirklich so ist, wie die ganzen Buschkräfter immer so tun, ob das wirklich so geil und so spaßig ist. Und
Vor allen Dingen, ob das wirklich alles so gut klappt. Aber andererseits, Feuer ist Feuer, ne? Und heiß wird das automatisch, glaube ich, denn dadurch. Das Wasser hat schon schön gekocht, Leute. Aber es ist schon geil. Riechen tut er lecker, sagst du? Schon ein bisschen Zitrus raus. Ja. Zitrus. Boah, riechen tut der total geil, Leute. Ist ja nicht genügend durchgezogen. Also ihr seht, erster Test erfolgreich. Tab gespannt, das erste Mal im Paracord genutzt. Macht auch das, was es soll. Hobo benutzt. Diesen kleinen Topf hier sozusagen benutzt. Und. Ich finde es mega. Ich habe voll Spaß. Das ist genau meins. Also mal gespannt, was als nächstes kommen wird. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Mal gucken, was morgen an weiterer Ausrüstung zu uns kommt. Was wir hier nachgeliefert bekommen. Hallöchen. Also wir haben hier wieder unser Tischfeuer an. Das haben wir schon mal des Öfteren an, wenn es draußen etwas kälter ist. Das macht es hier unter der Persenning direkt schön mollig warm für uns. Und draußen hat es angefangen etwas zu regnen. Und gleich werde ich auch noch mal kurz mit den Hunden rausgehen. Jetzt habe ich wieder genug gequatscht, über 5,5 Minuten. Wir werden jetzt gleich ein bisschen noch zu Abend essen. Die Heizung läuft jetzt auch hier an Bord, also unten läuft die Heizung, hier oben haben wir wie gesagt diesen Bioethanol Kamin oder ein Tischfeuer, der Spin 90 und hey, ich bin hellauf begeistert von dem Teil, also das ist mega. Wir haben das im Februar diesen Jahres von meinem Bruder und von meiner Schwägerin geschenkt bekommen und ja, was soll ich sagen, Leute? Ich mag es nicht mehr missen hier bei uns an Bord. Also es ist mega. Hat ein schönes Ambiente mit dem Feuer denn und jetzt, wo es kälter ist, ist es auch so, dass er relativ zügig hier die ganze Chose eben auch noch aufheizt. Also, in dem Sinne verabschiede ich mich für heute erstmal für die Videoaufzeichnung und würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Das war der Auftakt, Kanal Survival Folge 1. Aber wir fangen gerade erst an. In der nächsten Folge geht es direkt weiter. Wir zeigen euch, wie man am Anleger einen effektiven Wachsofen baut. Und wir wagen den Härtetest. Wasser direkt aus der Maas. Gefiltert und aufgebrüht zum wohlverdienten Outdoor-Kaffee. Das wollt ihr nicht verpassen. Auch falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert unseren Kanal und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Das ist Kanal Survival.